Ja, hallo und grüß euch. Ja, bei dieser Folge ist alles ein bisschen anders. Diesmal geht es auch nicht wirklich so ganz genau um die Fotografie, auch wenn den Ort, den ich euch heute vorstellen möchte, viele auch zum Fotografieren nutzen. Ich habe es nicht gemacht, ich habe dort nur gefilmt, weil ich mir gedacht habe, dass das Filmen dort wesentlich ergiebiger ist als das Fotografieren. Obwohl natürlich die Eindrücke, die man dort gehabt hat, die visuellen Eindrücke natürlich auch spannend zu fotografieren gewesen sind. Aber eigentlich ist es dazu nicht gedacht. Wovon rede ich? In Tokio gibt es zwei Teamlabs. Das eine Teamlabs Borderless und das andere Teamlabs Planet. Was ist das jetzt? Naja, an und für sich ist es eine Kunstausstellung. Dort haben Künstler große, wie soll man sagen, Kunstinstallationen geschaffen, die ein ganz spezielles Erlebnis dieses Kunstwerks ermöglichen. Das muss man einfach einmal gesehen haben. Das gibt's nicht überall, darum wollte ich dort auch unbedingt hineingehen. Die Frage war nur, Borderless oder Planets, welches der beiden werde ich denn besuchen? Der Unterschied ist natürlich gegeben, wenn auch gering. Im Borderless hat man eher kleine Installationen, die aber sehr volatil sind, die sehr stark mit den Besuchern interagieren. Beim Planets ist es so, dass man mehrere größere Installationen hat und man ist geführt, begleitet von einer Installation zur anderen. Auch da gibt es Interaktion der Installation mit den Besuchern, aber man hat eben mehr dieses Geführte durch die Ausstellung, durch die Installationen durchgehen. Beim Borderless ist es eher so, dass man selbst entdeckt. Es gibt keine Reihenfolge, wie man diese Installationen sich anschaut. Und es ist durchaus möglich, dass jemand, der 5 Minuten später kommt, eine andere visuelle Erlebnis, ein ganz anderes Erlebnis hat, weil sich eben diese Installationen sehr stark auf die Interaktion mit den Besuchern spezialisiert haben. Das ist beim Planet nicht ganz so und ich habe mich dann entschieden, ich gehe dorthin, wo es die passenderen Karten gibt, weil dort sollte man auf alle Fälle die Karten vorab kaufen. Besonders teuer finde ich es nicht und daher haben wir uns Karten gekauft und sind dorthin gegangen. Man muss schon ein bisschen Schlange stehen dort und warten, weil es werden die Leute immer blockweise hineingelassen. Das sind, ich würde sagen, so ungefähr 100 Leute sind da, die auf einmal dann hineingelassen werden. Das ist auch klar, damit nicht zu viele Leute dort in den Installationen herumgeistern, dass jeder halt die Möglichkeit hat, das wirklich zu erleben. Und das Besondere daran, man geht barfuß. Das heißt, die Schuhe werden ausgezogen, die Socken natürlich und auch die Hose muss man sich hinaufkrempeln, denn teilweise geht man im Wasser. Und mit dem Wasser beginnt es auch gleich, denn zuerst muss man durch einen Bach hinaufgehen. Man geht so eine schräge Rampe hinauf, so einen Gang hinauf und dort läuft einem Wasser entgegen. Das ist natürlich, man kann sich vorstellen, gleich eine Art Reinigung und Desinfektion, denn wenn man mit so vielen Leuten gemeinsam barfuß eine Anlage betritt, klar, dann geht das nicht anders. Dann muss schon eine Desinfektion auch passiert sein. Dann bekommt man die Möglichkeit, sich die Füße abzutrocknen. Man kann mit Handtüchern hier die Füße abtrocknen und geht dann weiter durch eine Art Polsterraum, würde ich sagen. Der hat mich jetzt nicht so wahnsinnig fasziniert. Dort ist einfach der Boden eine große, ganz weiche, elastische, polsterhafte Struktur, auf der man da herumgeht. Aber wenn man dann in den nächsten Raum kommt, in die Halle kommt, muss man eigentlich sagen, man kann die Grenzen dieser Halle dann gar nicht erfassen. Dann ist es schon ein sehr extrem visuell beeindruckendes Erlebnis. Das ist nämlich der Infinite Crystal Universe. Und das besteht im Prinzip aus einer Vielzahl, also einer Tausendschaft von Lichterketten, die da herunterhängen. Die hängen vom Plafond, weiß ich nicht wie hoch, 10 Meter hoch herunter, man kann das nicht sehen. Und jede einzelne Lampe in dieser Lichterkette kann speziell angesteuert werden und natürlich dann auch von der Farbgebung her gewechselt werden. Und durch diese gemeinsame Ansteuerung dieser Lichterketten entstehen da also visuelle, räumliche Effekte, die schon sehr speziell sind. Auch wenn man das jetzt da im Video sieht, ich habe gar keine Angst, dass man das Erlebnis vorne wegnimmt, weil das geht natürlich gar nicht, weil man muss das tatsächlich dort diesen Raum erleben, wie sich der anfühlt. Daher ist das Filmen dort auch kein Problem. Jeder ist eingeladen, Fotos zu machen, zu filmen, weil die schon wissen, ein Foto oder auch ein Video kann nur an der Oberfläche kratzen von dem, was man dort an visuellen Eindrücken, das Ganze natürlich mit einer tollen Soundinstallation, die das Ganze noch unterstreicht. Und weiter geht es dann in einen Pool, auch wieder eine große Halle, wo so circa nicht ganz knietief das Wasser steht. Da geht man hinein und das Wasser ist so ein bisschen milchig, eignet sich also als
Projektionsfläche und dann werden von oben herab mit vielen, vielen Beamern werden da verschiedene visuelle Sachen da hinein projiziert. Teilweise Kois, also diese Karpfenfischen schwimmen da herum, die interagieren auch ein bisschen mit den Besuchern. Da kann man also die Karpfen dann ein bisschen vor sich hertreiben und dann gibt es andere visuelle schwimmende Elemente, die da durchmarschieren. Natürlich alles wieder mit einer Soundwolke umgeben. Also eine tolle Sache. Ist wirklich sehr spannend, dort sich aufzuhalten. Die Wände sind rundherum mit Spiegeln versehen, sodass dieser Raum ja unendlich groß erscheint. Eine tolle Sache. Dann kommt eine Installation, ja, die hat mir jetzt nicht ganz so toll gefallen. Wieder ein großer Raum, in dem befinden sich große Kugeln. Ich würde mal sagen, die waren so 1,5 bis 2 Meter Durchmesser groß. So Bälle, die teilweise an der Decke gehangen sind, teilweise sind die einfach gelegen, waren aber immer befestigt. Das heißt, man konnte sie nicht ganz frei bewegen, aber man kann sie so ein bisschen schubsen. Und diese Bälle haben auch die Farbe wechseln können. Das heißt, die waren von innen beleuchtet und haben dann, wenn man es geschafft hat, eine Ecke zu finden, wo man ein bisschen durch den Raum durchschauen kann, wo also nicht alle Bälle sofort einem die Sicht verdeckt haben. Dann hat man gesehen, dass diese Leuchteffekte so ein bisschen auch räumlich durch diesen Raum eben durchmarschieren und so die Bälle, die Farben wechseln, so die Perspektive ein bisschen ergeben. War ein ganz netter Raum, auch der Boden wieder mit Spiegeln versehen, damit eben da ja, man quasi sich im Raum schwebend fast erleben kann. Eine durchaus spannende Geschichte, hat aber nicht so stark eine Wirkung gehabt wie diese ersten beiden Installationen. Weiter ist es dann wieder mit einer ganz tollen Sache gegangen. Man ist in eine Halle gegangen, die kreisrund war und der Boden war mit Spiegeln gepflastert. Und auf diesem kreisrunden Spiegelboden war eine Halbkugel aufgespannt. Und diese Halbkugel war Projektionsfläche. Und die Anweisung, man wird da ja immer vorher ein bisschen darauf vorbereitet, was man da jetzt erleben wird im nächsten Schritt und wie man sich am besten verhalten soll, um da bestmöglich ein Erlebnis zu bekommen. Und in dem Fall war die Anweisung, sich auf den Boden hinzulegen, möglichst in der Mitte, nicht am Rand und einfach nach oben zu schauen und zu sehen, was man da eben sehen kann. Und was man da gesehen hat, war ein Universum aus Blumen. Also wie wenn man jetzt beim Raumschiff Enterprise durch die Galaxie durchfahrt, aber die einzelnen Sterne sind eben nicht Sterne, sondern sind verschiedenste Blumen, sind Blätter, die da frei im Raum herumschweben. Teilweise kommen sie ganz nah, teilweise hat man ganz viele, ganz ferne und diese Bewegung wird dann natürlich, dreht sich auch ein bisschen, das heißt, die Grenzen des Raumes werden da durch diesen Effekt nicht mehr fassbar gemacht und es ist eine tolle Installation und es ist wirklich ein tolles Erlebnis, sich das anzuschauen. Also da waren wir eigentlich am längsten dort, sind da einfach am Boden gelegen und haben geschaut, was denn da so passiert, was man dafür für tolle Sachen sieht. Von diesem Blumenuniversum ist es dann wieder hinausgegangen. Man hat Schlapfen bekommen, die natürlich vorher desinfiziert worden sind, also man achtet da sehr auf Hygiene und konnte dann hinaus in den Garten gehen. Der Garten war nicht begehbar, das heißt, es gab dann nur so eine Art Weg, auf den man gehen konnte und sich den Garten anschauen. Und im Garten waren lauter so Erdhügel und auf diesen Erdhügeln waren so große, ich würde mal so sagen 1,20 große Plastikeier, die von innen ganz lustig beleuchtet waren. Wieder ein toller visueller Effekt. Nicht so effektreich wie die vorigen Installationen natürlich, aber mir hat es schon auch gefallen und das hat mich insgesamt so ein bisschen an Alien erinnert. Ich weiß nicht, ob Sie diese Szene kennt, wo diese Raumschiff-Crew dieses gestrandete oder das abgestürzte Raumschiff da findet. Man erkennt sogar nicht zuerst, dass es ein Raumschiff ist, weil nur so Teile herausstehen aus der Erde und wie sie dann tief im Bauch unten diese Alien-Eier finden. Ungefähr so in der Größe könnt ihr euch diese Installation vorstellen und mich hat das ein bisschen daran erinnert. Ich glaube aber nicht, dass der Künstler diese Konnektion haben wollte, aber irgendwie hat es ein bisschen so auf mich gewirkt. Ja, und zu guter Letzt ist man dann wieder blockweise in eine weitere Halle geleitet worden und in dieser Halle war wieder ein Spiegelboden. Man konnte sich oder war wieder aufgerufen dazu, dass man sich auf den Fußboden hinsetzt oder hinlegt und da wurden dann mit wieder unzähligen Fäden oder Kabeln, wie auch immer man das benennen möchte, von oben Blumen herabgelassen, die auf so kleinen Erdklumpen drauf gewesen sind, so irgendwelche Wasserreservoir-Dinger. Die sind dann da so wellenartig heruntergelassen worden und man ist dann plötzlich in so einem Blumenmeer drinnen gewesen.
Leider waren die Blumen, die meisten, schon verblüht und dadurch, dass man quasi wirklich in Kontakt mit diesen Gewächsen gekommen ist, waren sie teilweise auch einfach nicht mehr schön. Wahrscheinlich, weil die Leute einfach, ist eh klar, da gehen jetzt 100 Leute durch den Raum durch, dass da die Blumen ein bisschen darunter leiden, ist, glaube ich, ganz klar. Also ich hätte, wenn ich diese Installation machen würde, das Ganze genau andersrum gemacht, denn diese beiden Installationen zu Beginn, dieser Infinite Crystal Universe, dieses Ding mit den vielen, vielen Lichterketten, die da herunterhängen, das war wirklich für mich die impressivste, die ganz tollste Installation. Und dann das zweite mit den Kois habe ich auch ganz, ganz toll gefunden, also mit diesem Wasserbecken, in dem man da herumgeht. Ich hätte das an das Ende gestellt und das, was Sie jetzt am Ende haben, diesen Aliengarten und die hängenden Blumen vielleicht zu Beginn, damit man mit einem starken Erlebnis aus dieser Ausstellung herausgeht. Denn ich finde, es ist immer besser, dass man zum Schluss das Highlight hat, denn das bleibt, denke ich, eher im Gedächtnis, als wenn man zum Schluss etwas hat, wo man sagt, naja, war interessant, aber jetzt bei weitem nicht so toll wie die ersten. Ich würde euch durchaus empfehlen, sich diese Ausstellung anzusehen. Sie ist auf alle Fälle sehr spannend und sehr toll und sehr sehenswert. Und ich verspreche euch, bei meinem nächsten Video geht es wieder voll und nur um die Fotografie. Aber trotzdem schön, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ich hoffe, es war ein bisschen eine interessante Geschichte, dass ich das da gezeigt habe. Aber das nächste Mal geht es wieder nur um Fotografie. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit der Fotografie und wir sehen uns ja das nächste Mal auf diesem Kanal. Ciao und pfiat euch.